Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute wieder mit Dan Vasc und Victor. Und einem Halloween-Song, den ich noch nicht gesehen habe. Von Dan. Nämlich Power. Ich bin gespannt. Let's go. Can you imagine someone being true? Turn around and put himself in front of you. Sometimes it's fun, but then you never know how far a thing like this might go. All my life I've waited for a chance to get right out of here. And when I had it in my hands, I could not let it go. We've got the power, we are divine. We have the guts to follow the sign. Extract attention from sources unknown. We are the ones to cover the flow. Try if you can to come when Ja, ihr wisst, wenn es um Halloween geht, bin ich immer dabei. Und Dan macht das hier wieder super. Also, ich meine, es gibt ja nichts, was nicht zu ihm passt. Aber Halloween, finde ich, passt ganz besonders gut. Aber nicht nur Halloween, auch Nightwish zum Beispiel passt gut zu ihm. Oder Within Temptation und noch einige andere sehr coole Bands. Er ist halt absolut ein Multitalent. Weil er einfach jede Musikrichtung singen kann eigentlich. Zumindest fällt mir jetzt keine ein, die er nicht singen könnte. Euch? Wisst ihr eine Musikrichtung, die Dan nicht singen könnte? Schreibt's mal in die Kommentare. we have gone, you may achieve what can be simply done. Look back and there you are where we have been. And still there's so much in between. All those years I've traveled around this world, now I am standing here to make you sing these tunes and know they'll never let you go. We've got the power, we are divine. We have the guts to follow the sign. Extract attention from sources unknown. We are the ones to cover the throne. We've got the power. Ja, ich glaube, ich muss nichts mehr sagen. Victor ist einfach ein Tier an den Gitarren und am Bass. Und auch am Keyboard, wenn er es denn spielt. Also, was Victor anfasst, wird auch zu Gold, genau wie Dan. Was der anfasst, wird auch zu Gold. Dementsprechend passen die beiden natürlich auch so gut zusammen. Also, ich liebe das Cover. So wie immer. Ich habe noch nichts Schlechtes gehört von Dan. Und von Victor auch nicht. Victor hat ja auch mit anderen tollen Künstlern schon Songs gemacht. Zum Beispiel mit der wundervollen Randy Gianni. Oder auch mit Tommy Johansson. Also, der Victor. Ich müsste ihn mal fragen, ob er mit mir auch einen Song macht. We've got the power, we are
And so you might have noticed that for the last few videos, the video quality here has improved a little bit. And that's because for the first time ever, I do have professional lighting equipment. And that sort of thing costs money. The business is going well, which allows me to do that sort of investments, but that's really all because of you, especially my patrons and the people who buy my albums online. But really all of you, the people who watch, subscribe, like and comment on my videos and share my stuff, you make that sort of thing possible for me. So I guess what I'm trying to say is thank you very much. You wanna see what I used before that? It's literally a lamp with this paper thing in it. It's like I grew my channel to almost 70,000 subscribers with that, and before that I didn't even have that. I used daylight and I didn't have a camera too. I had just a cell phone, and before my cell phone I had a laptop with a webcam. So let me tell you something, my friend. Whatever it is that you're waiting for to start that plan towards your goal, don't give me that bullshit that you're not ready or you don't have the right equipment or this or that. Just start. Just start. Nobody cares. You know, people care about the value you bring to them. Like, nobody cares. You can figure stuff out along the way. Just start. Go in for that project. Start that business. Ask that girl out. Go practice that instrument. Go purchase those Dan Vasc albums. In all seriousness, guys, forget about resources. Focus on being resourceful. Anyway, my friends, this is just the beginning, and I thank you for coming along. Hope to see you next time. Until then, have yourselves an epic day. Ja, da hat er ein Recht. Es kommt nicht darauf an, was für ein Equipment man hat. Ja, wenn du die Leute unterhältst, wenn sie das mögen, was du machst, dann kannst du wohl den größten Scheiß als Equipment haben. Ein Kollege von mir sagt auch immer, dass er gerne streamen würde. Aber er braucht halt die richtige Ausrüstung. Er braucht eine teure Kamera und ein teures Mikrofon und einen guten PC und dies und das. Und ich sage, nein, brauchst du nicht. Es reicht ein billiges Mikrofon und eine billige Kamera. Wenn du unterhaltsam bist und den Leuten einen Mehrwert gibst, dann schauen die auch so. Dann interessiert die das gar nicht, was du für eine Ausrüstung hast. Das sage ich immer wieder. Und das stimmt auch. Ich könnte ja auch ein riesiges Equipment aufbauen, könnte mir das alles kaufen. Das wäre kein Problem. Aber ich sage mir, warum so viel Geld ausgeben für ein Hobby, mit dem ich überhaupt kein Geld verdiene und auch kein Geld verdienen möchte, weil ich nicht denke und nicht der Meinung bin, dass ich hierfür Geld verdient habe, für das, was ich hier mache. Ich sitze nur hier und quatsche und gucke mir Videos an. Ich habe dafür kein Geld verdient. Leute wie Dan, die haben Geld verdient, weil sie wirklich etwas Tolles machen, weil sie wirklich ein Talent haben. Aber nicht ich. Deshalb, das ist nur mein Hobby. Wenn ich mir mal was Neues kaufe, dann kaufe ich mir das. Wie das Mikro hier, das ist auch schon wieder ein bisschen her. Und ein entsprechendes Audio-Interface, weil ich das für das Mikro gebraucht habe. Nein, das habe ich mir vorher schon gekauft, weil ich das für die Kopfhörer gebraucht habe. Nämlich, ja. Also, wenn ich mir da mal was kaufe, dann ist das auch nicht das teuerste. Ich könnte jetzt auch sagen, hier, ich möchte ein teures 300-Euro-Mikro haben und alles gut ausleuchten. Aber was bringt das? Das macht meinen Content dadurch nicht besser. Nur weil ich bessere Ausrüstung habe. Ich muss überzeugen. Nicht die Kamera, nicht das Mikrofon, nicht das Licht. Ich. Und sonst nichts. Und ein paar Leute überzeugt das, was ich mache. Und darüber freue ich mich sehr. In letzter Zeit ist es weniger geworden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir hatten zum Beispiel bei den Love Bites Reaction, es war selten mal unter 2000 Aufrufen. Und dann von einer Woche auf die nächste
300, 400 Aufrufe. Auch bei allen anderen Reactions, die immer viele Aufrufe gebracht haben, ganz plötzlich massiv weniger als vorher. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht irgendwas bei YouTube, dass das weniger angezeigt wird jetzt. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Denn die Leute, die mich mögen, die gucken immer noch. Und die nicht abonniert hatten vorher und keine Glocke aktiviert hatten zum Beispiel, die mochten mich auch nicht. Die haben nur geguckt, weil sie Reactions zu ihren Lieblingskünstler sehen wollen. So. Und die sind auch nur für ihre Lieblingskünstler dann hergekommen. Aber die jetzt noch gucken, das sind die größtenteils, die wegen mir hier sind. Und das sind größtenteils die Leute, die den Rask Reactions gucken, Tommy Johansson. Und die gucken dann eben auch andere Reactions bei mir. Ja. Zum Beispiel auch hier Miniva. Die gibt es aber auf dem englischen Kanal. Link in der Videobeschreibung. Miniva Reactions auf dem englischen Kanal. Zum Beispiel Primo Victoria. Toller Song. Gut gecovert von Miniva. Hörenswert. So, jetzt habe ich aber lang genug gequatscht, glaube ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.